Herzlich willkommen. In diesem Video machen wir einen Vergleich zwischen einem Opel Zafira 1,7 CD Ti, 9 Jahre alt, mit diesem niegelnagelneuen Kia e-Niro Elektroauto. Was für ein bescheuerter Vergleich, könnte man denken. Für uns ist der Vergleich aber sehr relevant, weil das hier die letzten 9 Jahre lang unser Familienauto war und ab jetzt der Kia e-Niro unser Familienauto sein wird. Insofern ist das für uns ein sehr, sehr relevanter Vergleich. Wir werden den Vergleich machen in 5 Kategorien. Bedienung, Fahrkomfort und Ausstattung ist die erste Kategorie. Die zweite ist Reichweite und Tanken. Raumangebot ist Nummer 3. Umweltfreundlichkeit Nummer 4. Und die Kosten ist Nummer 5. Wir starten in der Kategorie Bedienung, Fahrkomfort und Ausstattung. Beim Zafira aus dem Jahre 2011, von daher kann man auch nicht die allermodernste Ausstattung erwarten. Aber ein paar Sachen hatte er, nämlich einen Tempomaten, kein Abstandstempomat, aber ein normaler Tempomat. Er hat Parksensoren vorne und hinten, keine Kamera, aber Parksensoren. Er hat einen Bordcomputer, wie man sieht, wo Durchschnittsverbrauch angezeigt wird und gewisse Sachen regulierbar sind, allerdings recht kompliziert und wenig intuitiv, wie ich finde. Er hat kein Navi eingebaut. Das Navi hatten wir normalerweise an einem Halter hier oben per Handy. Er hat ein 6-Gang-Getriebe, das heißt, man muss viel schalten. Er hat eine Klimaautomatik, immerhin, und beheizbare Sitze. Und der Fahrkomfort, würde ich sagen, ist so, naja, insbesondere in der Stadt und in niedrigeren Geschwindigkeiten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten muss man viel schalten, es ist teilweise ein bisschen ruckelig, geht nicht so einfach von der Hand. Bei höheren Geschwindigkeiten und wenn man in einem Gang fährt, im 5., 6. Gang permanent auf der Landstraße oder auf der Autobahn, dann lässt er sich eigentlich nach wie vor gut fahren. Ja, soweit zum Opel Zafira und jetzt schauen wir uns im Vergleich den Kia an. So, jetzt sitzen wir im Kia e-Niro. Niegelnagelneu aus dem Jahre 2020. Wir fangen mal hier an. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir hier keine Gangschaltung mehr haben, sondern eine Automatik. Und es ist eine besondere Automatik natürlich, weil es ein Elektroauto ist. Es gibt nur einen Gang. Das heißt, man merkt auch nicht, dass das Auto irgendwie schalten würde, automatisch, weil es schaltet nicht. Es gibt nur einen Gang. Und dementsprechend ist der Fahrkomfort gigantisch. Das Auto beschleunigt sehr stark von Anfang an und ich finde auch noch bis in die höheren Geschwindigkeiten rein, auch wenn der Effekt ein bisschen nachlässt. Er ist wahnsinnig leise beim Fahren, insbesondere bei den niedrigen Geschwindigkeiten. Das ist ein Riesenunterschied zum Zafira. Den nächsten großen Unterschied sehen wir hier. Es gibt ein Navi eingebaut und natürlich auch einen Bordcomputer mit verschiedenen Möglichkeiten, Apple CarPlay, Android, wie heißt das? Android Auto Play oder sowas. Klimaanlage natürlich, man hat hier USB-Anschlüsse, eine Ladematte haben wir drin in dieser Spirit-Ausstattung des Niro. Es gibt große Boxen hier, wo man Dinge verstauen kann. Und es gibt einen Abstandstempomat. Es gibt einen Spurhalteassistent, das heißt, das Auto fährt auf der Autobahn fast automatisch, wenn man möchte. Man muss die Hand noch ab und zu ans Lenkrad legen, sonst meckert er. Aber im Grunde genommen kann er fast alleine fahren auf der Autobahn. Das finde ich jetzt im Vergleich zum Zafira ein Riesenvorteil. Dann ja, sind das so die Hauptunterschiede, würde ich sagen, im Komfort und in der Ausstattung, wenn man hier vorne sitzt. Natürlich, ganz klar, weil es eine Automatik ist, man hat nur das Gaspedal oder das Strompedal und eine Bremse. Man muss nicht kuppeln, ist klar. Und wie ich schon sagte, es gibt keinen Schalten, es gibt kein Ruckeln. Man beschleunigt einfach durch. Insofern, in der ersten Wertung, Bedienung, Fahrkomfort und Ausstattung, gewinnt der Kia e-Niro. Es steht 1:0. Wir kommen nun zur Kategorie Reichweite und Tanken und schauen uns dafür den Tankstutzen des Zafira an. Diesel tankt er, ein ganz normaler Tankstutzen. Und jetzt gehe ich mal rüber und
zeige euch eine Aufschrift hier, Ecoflex. Das heißt, dieses Dieselfahrzeug galt in 2011 als sehr ökologisch. Diesel hatte noch nicht den schlechten Ruf, den Dieselfahrzeuge heute haben. Und er zeichnet sich aus durch einen geringen Verbrauch. Unter 6 Liter pro 100 Kilometer sind realistisch bei diesem Zafira. Das haben wir immer geschafft. Vollgetankt hat er eine Reichweite von 900 bis 1000 Kilometern. Und nachtanken geht natürlich an jeder Tankstelle in 5 Minuten. Das sind natürlich ziemlich große Vorteile. Jetzt gehen wir rüber zum Elektroauto. Und wir haben hier den Ladestutzen des eNiro. Den oberen Stecker für Typ 2 Verbindungen und unten für Schnellladen an Gleichstromladesäulen, den CCS oder auch Combo-Stecker genannt. Hier sieht es mit der Reichweite natürlich ein bisschen anders aus. Ungefähr 400 Kilometer sind realistisch bei 100% Akkuladung. Und wenn man unterwegs ist, tankt man natürlich das Elektroauto normalerweise nicht auf 100%, sondern nur so auf rund 80%. Also diese 400 Kilometer Reichweite sind auch noch etwas theoretisch. Und wenn man das vergleicht mit den über 900 Kilometern vom Zafira, ist das ein deutlicher Unterschied. Tanken unterwegs dauert 30 bis 45 Minuten dann an Schnellladesäulen, aber im Alltag tanken wir ohnehin zu Hause und dann spielt die Zeit keine Rolle. Dennoch, klarer Sieger bei der Reichweite ist der Opel Zafira. Damit steht es 1:1. Nun kommen wir zur Kategorie Raumangebot. Wir fangen an mit dem Rücksitz. Und man sieht, hier ist relativ viel Platz im Zafira hinten. Kindersitz passt auch noch gut rein. Und das, was besonders gut ist am Zafira, man kann die Rücksitzbank sogar ganz leicht verschieben. Natürlich kann man die Rücksitze auch umklappen, wenn man möchte. Aber dieses Verschieben der Rücksitzbank ist insbesondere, wenn man in Urlaub fährt, ein großer Vorteil, denn damit kann man den Kofferraum sehr leicht vergrößern. Jetzt zeige ich die Maße des Kofferraums aber mit der Rücksitzbank hinten. Und jetzt messe ich mal aus, wie viel Kofferraum haben wir denn hier. In dieser Konfiguration haben wir ungefähr 1 Meter in der Länge und in der Breite sind es so Pi mal Daumen, ja, auch ungefähr 1 Meter. 1,2 Meter ungefähr. Natürlich ist es an einigen Stellen hier so, dass man nicht die ganze Breite nutzen kann, aber im Grunde genommen das meiste schon. Eine Sache zeige ich noch. Hier sind noch 2 Sitze. Das heißt, der Zafira lässt sich ohne Probleme umbauen zum 7-Sitzer. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zum Kia, zu dem wir jetzt kommen. Der ist ein 5-Sitzer und lässt sich auch nicht umbauen. Ich zeige eine Sache noch vorher. Er hat nicht nur diesen Kofferraum hier, sondern hier drunter gibt es noch Ablagemöglichkeiten. Hier haben wir die Ladekabel verstaut und es gibt sogar noch eine Ebene drunter. Da mache ich jetzt nicht auf. Da gibt es auch noch ein paar kleinere Räume, sodass man den Kofferraum immer schön aufgeräumt hat und wirklich eine ebene Fläche nutzen kann. Und das sind ungefähr 80 cm, nicht ganz, 77 cm. Also schon ein deutlicher Unterschied zum Zafira. Deutlich weniger Platz. In der Breite kommen wir auf ungefähr 1,2 Meter. Das war, glaube ich, das gleiche, was wir auch beim Zafira hatten. Also in der Breite verliert der Kia gar nicht so sehr. Es ist nur die Länge, die doch deutlich knapper bemessen ist als beim Zafira. Wie sieht es aus mit dem Platzangebot hinten? Die Rücksitzlehnen lassen sich umklappen, aber die Rücksitzbank lässt sich nicht verschieben. Und mein Sohn sagt mir, dass hinten deutlich mehr Platz ist als im Zafira. Es ist komfortabler. Insgesamt aber natürlich gewinnt der Zafira den Vergleich, was das Raumangebot angeht. Auch die offiziellen Werte sehen so aus, dass der Kofferraum beim Kia 451 Liter ist und beim Zafira fast 200 Liter mehr. Und das hat man ja gerade auch gesehen in der Messung der Kofferräume. Was ich jetzt gar nicht gemessen habe, ist die Höhe. Mache ich auch noch mal eben kurz. Was haben wir beim Zafira? Ungefähr 90. Und hier beim Kia sind wir unter 70. Ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied.
Also da merkt man, wie viel mehr Raumangebot der Zafira hat im Vergleich zum Kia e-Niro. Und damit gewinnt der Opel Zafira diesen Vergleich deutlich. So, wir kommen zur vierten Kategorie, Umweltfreundlichkeit. Hier sieht man den Dieselmotor des Zafira. Wie ich schon sagte, geringer Verbrauch, deswegen galt er in 2011 als umweltfreundlich. Man sieht ihm auch an, dass er schon gut genutzt wurde, knapp 170.000 Kilometer runter. Wie sieht das Ganze aus beim Kia? Das schauen wir uns jetzt an. Es gibt ja eine große Debatte darüber, ob jetzt Elektroautos umweltfreundlicher sind als Verbrennerautos oder nicht. Hier sieht man den Elektromotor des Kia e-Niro. Es gibt grundsätzlich reichlich Platz hier, aber trotzdem hat der e-Niro leider keinen Frunk, keinen Kofferraum hier vorne. Es gibt ein Video, wo sich jemand selbst eingebastelt hat hier und diesen Raum ausgenutzt hat. Aber es gibt leider nicht wie beim Tesla hier vorne einen kleinen Kofferraum, in dem man zum Beispiel die Ladekabel vorhalten könnte. Wäre sehr praktisch, schade. Aber zurück zur Umweltfreundlichkeit. Wie gesagt, es gibt Studien, die besagen, dass Verbrennerautos immer noch umweltfreundlicher sein sollen. Andere Studien besagen, dass Elektroautos umweltfreundlicher sein sollen. Wenn man sich aber die Studien mal genauer anschaut und mit welchen Annahmen gearbeitet wurde, ist für mich der Fall klar, dass Elektroautos mittlerweile deutlich umweltfreundlicher sind, trotz aller Bedenken bei der, was die Produktion der Akkus angeht. Darüber werde ich aber in einem anderen Video nochmal mehr erzählen. Und jetzt geht die Wertung für die Umweltfreundlichkeit aber erstmal an den e-Niro. Wir kommen zur fünften und letzten Kategorie, den Kosten. Hier wäre es optimal, wenn wir die Kosten über den gesamten Lebenszyklus vergleichen könnten zwischen den Autos. Das geht leider nicht, weil für den Kia uns die Daten fehlen. Ich weiß nicht genau, welche Stromkosten uns erwarten, welche Instandhaltungskosten. Beim Zafira habe ich natürlich viele Daten, beim Kia noch nicht. Das mache ich dann vielleicht mal irgendwann ein anderes Mal. Heute der Vergleich in vereinfachter Form, nämlich nur über den Kaufpreis. Und auch das ist schon ziemlich beeindruckend, denn der e-Niro hier hat gekostet 39.318 €. Wenn ich da den BAFA-Zuschuss von 6.000 € noch abziehe, den wir noch bekommen werden, hoffentlich, dann landen wir also bei gut 33.000 €. Der Zafira in 2011 hat gekostet etwas über 21.000 €. Das muss man natürlich noch von der Inflation bereinigen, von der Preissteigerung. Das wären heute 24.125 €. Man sieht also, der Zafira ist in der Anschaffung etwa 9.000 € günstiger als der e-Niro. Und die müsste der e-Niro erstmal aufholen im Sinne von weniger Instandhaltungskosten und Stromkosten. Das wird schwer. Also ist der Sieger in der Kostenkategorie der Zafira. Das bedeutet, wir kommen jetzt zum Resümee, der Zafira hat tatsächlich in diesen 5 hochsubjektiv ausgewählten Kategorien 3:2 gewonnen. Heißt das, wir haben einen Fehler gemacht, diesen e-Niro hier zu kaufen? Ich glaube nein. Und warum? Weil die beiden Kategorien, wo der e-Niro mit Längen gewonnen hat, sind die wichtigsten für uns. Das ist die Umweltfreundlichkeit und das ist der Fahrkomfort. Er fährt sich einfach so viel toller im Alltag, dass ich glaube, wir haben da keinen Fehler gemacht, sondern wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Also, danke fürs Zuschauen und macht's gut.